Im heutigen Video möchte ich gerne zwei Züge mit euch vergleichen. Wir starten mit dem Metronom Doppelstockwagen und fahren in der ersten Klasse von Hamburg Hauptbahnhof nach Bremen Hauptbahnhof. In Bremen steigen wir dann um in den Intercity 2 Doppelstockwagen und schauen uns auch dort die erste Klasse an. Zum Schluss klären wir noch die Frage, ob der Intercity 2 wirklich ein Teppich-Regionalexpress ist. Ich bin gespannt, welcher Zug euch besser gefällt. Viel Spaß! Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Na, erratet ihr schon, wo ich bin? Was bei mir im Hintergrund ist? Natürlich habt ihr es erraten. Ja, genau, ich bin in Hamburg am Hauptbahnhof und heute möchte ich euch mal wieder mit auf eine Zugfahrt nehmen. Heute habe ich für euch vorbereitet Metronom erste Klasse und Intercity 2 erste Klasse. Wir lassen die beiden gegeneinander antreten, weil es sind beides Doppelstockwagen und wir wollen doch mal gucken, welcher Zug mehr Komfort bietet. Ich bin sehr gespannt und freue mich darauf. Vielleicht habe ich ja Glück und kriege einen leeren Metronom zu sehen, weil ich sehe, der steht schon nämlich bereit. Es ist Samstagnachmittag, 13 Uhr und es ist so unglaublich voll hier. Aber egal. Ich möchte einfach nur nach Hause kommen. Ja, schaut mal, was hier los ist. Wahnsinn, der ganze Bahnsteig ist voll. Da fährt ein Metronom gerade raus. Ja, oben im Doppeldecker machen wir es uns gleich gemütlich. Sieht schon schön aus. Wir fahren heute von Hamburg über Bremen nach Hannover. Da verlässt er gerade den Bahnhof. Ich finde unser Duell heute sehr spannend, weil man nennt ja den Intercity 2 auch Teppich-Regionalexpress, weil er ist halt nichts anderes als ein Regionalexpress mit Fußboden, mit Teppichfußboden. Ja, und die beiden lassen wir heute mal gegeneinander antreten, den Metronom und den Intercity 2. Hier seht ihr nochmal den Bahnhof von hinten. Ich stehe nämlich gerade an der Seite, wo es ruhig ist, ja, und kann ein paar Bilder einfangen. Es ist doch recht frisch draußen, deswegen gehen wir gleich in diese schöne Rundung. Da ist der Bahnhof. Da. So sieht er von der Seite aus. Ach, wir können sogar auch hier runter. Hier sind sogar auch Gleise. Ja, wir wollen nämlich gleich auf Gleis 13, weil um 14:15 Uhr fährt nämlich unser Zug. Der Platz hier ist ja noch besser. Jetzt kann ich direkt aufs Gleis schauen. So sehen wir die Gleise. Nach drin muss ich jetzt nicht zwangsläufig gehen. Es ist so voll dort. Und ja, hier draußen ist es zwar recht frisch, aber die 20 Minuten kann ich auch noch aushalten. Da ist ein ICE. Der soll in einer Minute losfahren. Na, ob er das schafft? Wir schauen ihm auf jeden Fall bei der Ausfahrt zu. Der ICE fährt los. Auf dem Nebengleis seht ihr schon ein Metronom. Da steigen wir auch gleich ein. Der Zug, der dort aber steht, ist der nach Uelzen. Wir wollen aber nach Bremen. Na, ganz schön lang der ICE. Jetzt sieht man mal einen Zug von oben. Kommt ja nicht allzu häufig vor. Na, wann kommt der Triebwagen? Da! Ach, ist sogar ein ICE 4. Cool. Der fährt bestimmt auch nach Hannover. Mittlerweile wird auch unser Metronom angezeigt. Er hat leider jetzt schon 7 Minuten Verspätung. Er sollte eigentlich um 14:03 Uhr ankommen, kommt aber erst um 14:13 Uhr an. Naja, auch nicht schlecht, dann können wir die Einfahrt filmen. So sieht mein Blick gerade von Gleis 13 aus. Ich stehe ganz hinten und ja, hier ist es noch am ruhigsten. Deswegen stehe ich hier und ja, hier kann ich doch entspannt warten. Und nebenan fährt gerade ein ICE 4 raus. Mach's gut, ICE 4. Hier kommt noch ein Überblick über unsere heutige Route. Wir starten am Hauptbahnhof in Hamburg von Gleis 13 und nehmen den Metronom bis nach Bremen. Das ist ein bisschen südwestlich von Hamburg, auch zum Hauptbahnhof, und fahren dort dann mit dem Intercity 2 Doppelstockwagen nicht ganz bis nach Hannover, nämlich bis kurz davor
nach Neustadt bei Hannover. Da kommt schon unser Zug. Genießen wir die Einfahrt. Ist schon echt riesig, der Triebwagen. Da, Bremen. Ah, die erste Klasse ist ganz vorne. Na, da habe ich aber einen Weg vor mir. Wow. Wie gesagt, also mit allen drum und dran mit Prüfungen, man macht ja nicht nur schriftlich, man macht mündlich, taktisch am Fahrzeug, Fahrprüfung, während der Na, wann kommt die Lok? Also da ist man mal eine Stunde unterwegs und dann Okay, die Lok sehen wir nicht, der Zug ist so lang. Na, dann marschiere ich mal los. Das ist aber voll hier. Ich warte erstmal, bis die ganzen Menschenmassen weg sind. Dann kann ich in Ruhe einsteigen. Ich muss ja noch ganz weit nach vorne. Also die Einfahrt vom Zug haben wir schon mal gut mitbekommen. Jetzt muss ich nur noch reinkommen. Eingang gefunden. Da oben ist die erste Klasse. Jetzt müssen wir nur noch reinkommen. Und hinein. Und hinein. Haha. Erste Klasse. Hinein mit uns. So sieht's hier aus. Die erste Klasse ist nur ein ganz kleines Stück. Aha. Ist so dunkel hier. Ich mach mal Licht. Klick. 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 Schauen wir uns doch mal um. Sehen schon nicht verkehrt aus, die Sitze. Gehen wir noch mal ein Stück weiter. Hier haben wir auch 2 Sitze. Man sitzt hier in einer 1+2 Konfiguration. Oder sagt man 2+1? Ich weiß es nicht. Ihr versteht mich auf jeden Fall. Ja, sieht schon gut aus. Hier ist nochmal der Überblick. Und so sieht der Sitz von der Seite aus. Sieht sehr bequem aus. Wir prüfen ihn nachher nochmal, ob er auch Einstellmöglichkeiten hat. Was sofort auffällt, jeder Sitz hat eine Steckdose. Super! Ein kleiner Tisch mit einem kleinen Mülleimer. Und eine große Lampe. Es geht noch weiter. Sogar mit Sonnenblende. Mensch, da ist aber an vieles gedacht worden. Ich frage mich, ob diese Reservierungstafeln überhaupt benutzt werden können, weil ich habe nämlich keine Möglichkeit gesehen, einen Platz zu reservieren. Bisher haben wir schon 10 Minuten Bonusfahrzeit. Hier seht ihr nochmal unsere Route in der Deutsche Bahn-App. Eigentlich sollte es um 14:15 Uhr mit dem Metronom losgehen nach Bremen. So, wir fahren dann nach Bremen und von Bremen geht es weiter mit dem Intercity 2 nach Hannover. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber die Uhrzeit von dem Display hängt 2 Minuten hinterher. Und nun geht's los. Ausfahrt aus Hamburg, aber vorher anstoßen. Allerdings alkoholfrei. Eine wunderschöne guten Tag, sehr geehrte Fahrgäste und herzlich willkommen im Metronom der Linie RE4 zur Fahrt nach Bremen Hauptbahnhof. Zu Ihrer Information verlassen wir Hamburg Hauptbahnhof mit einer Verspätung von ca. 11 Minuten. Grund hierfür ist die mitgebrachte Verspätung aus voriger Fahrt. Und liebe Fahrgäste, ich bitte um Ihre Mitarbeit. Unsere Zugfahrt ist aufgrund von hoher Fahrgastaufkommen relativ voll. Wir bitten alle Fahrgäste nach Möglichkeit einmal durch den Zug hindurch zu gehen in Fahrtrichtung. Erfahrungsgemäß sind in den vorderen Abschnitten des Zuges noch reichlich Sitzplätze frei. Für alle Reisenden mit Hand- und Reisegepäck verfrachten dies bitte in den dafür gesehenen Ablageorten, um die Reise aller Fahrgäste so angenehm wie möglich zu gestalten. Vielen Dank. Jetzt habt ihr die ganze Ansage mitbekommen. Good afternoon, ladies and gentlemen, welcome aboard. Hier seht ihr die Sitze nochmal aus der Nähe. Und jetzt wollen wir doch mal ein bisschen gucken, ob die noch irgendwelche Features haben. Oh, da ist meine Hand. Ja, schön weich, fühlt sich gut an. Sitzt sich auch sehr gut. Und hier haben wir eine Mini-Lehne, die kann rauf und runter. Versuchen wir doch mal den Sitz tiefer zu machen. Jetzt sitze ich so. Mal gucken, wie tief ich kann. Oh. Oh.
Super, richtig gemütlich, wunderbar. Ja, die erste Klasse ist schön leer. Hier ist nur ein Herr noch mit mir. Und ansonsten ist der Zug so unfassbar voll. Ihr habt ja schon gesehen, wie viele Leute an der Bahnsteig waren. Ich bin ja erstaunt, dass die überhaupt alle in den Zug gepasst haben. Ja, mal gucken, ob der bis Bremen auch noch so voll ist. Ein Flixtrain. Eine Steckdose haben wir ja schon gefunden. Das ist schon mal wirklich super, sehr praktisch. Ich habe nämlich niemals eine Powerbank oder sowas dabei. Ich habe immer nur mein Ladekabel, weil meine kleine Kamera hat eine integrierte Powerbank. Da ist dann so ein extra Griff dran und wenn meine Kamera mal leer ist, dann kann die sich, glaube ich, bis zur Hälfte sogar mit dem Griffteil aufladen. Jetzt wollen wir doch mal schauen, ob wir WLAN haben. Ich habe WLAN gefunden. Einloggen. Haha. Siehe da. Akzeptieren und verbinden. Okay. Gibt es denn hier ein Metronom-Portal? Sieht nicht danach aus. Ich mache mich mal eben schlau. Meine Recherche hat leider nichts ergeben. Ich konnte kein Zugportal finden. Aber wir machen jetzt mal einen Speedtest. Wir sind ja schon ein gutes Stück aus Hamburg raus. Und ja, jetzt testen wir doch mal das Internet im Nirgendwo. Wow! Ich bin sehr beeindruckt. Als ich gerade nach einem WLAN-Portal geforscht habe, wurde dort geworben, dass Metronom schnelles Internet anbieten würde. Würdet ihr sagen, das ist schnell? Hier seht ihr nochmal die Schilder, was es hier alles gibt. Erste Klasse, WLAN, Nichtraucher und Alkohol ist auch verboten. Hier ist noch eine schöne Anzeigetafel alleine für die erste Klasse. Und wir sehen, der nächste Halt ist Buchholz-Nordheide und wir wollen ganz bis zum Finale nach Bremen fahren. In dem Leder ist sogar erste Klasse eingraviert oder eingestempelt. Das sieht schön aus. Hört mal ganz genau hin. Ne? Hört ihr nichts? Ich auch nicht. Dieser erste Klassenbereich ist super ruhig und super leise. Ganz toll. Ich fühle mich sehr wohl. Jetzt erreichen wir Buchholz. Genauer gesagt Buchholz Nordheide. Von hier aus habt ihr sogar auch nochmal Anschluss an Regionalbahnen, zum Beispiel nach Soltau oder halt nach Hamburg und Bremen. Von dieser Brücke hier kann man wunderbar Züge beobachten. Ausfahrt aus Buchholz. Da seht ihr nochmal das Schild. Jetzt wollen wir mal die Beschleunigung sehen. Metronom hat sogar eigene Fahrkartenautomaten. Ich habe gerade einen gelb-blauen Fahrkartenautomat auf dem Bahnsteig gesehen. Schade, dass es hier kein Online-Portal gibt. Ich gucke mir doch immer gerne die Landkarte an, wo wir uns gerade befinden. Und die Geschwindigkeit. Wir scheinen doch recht flott unterwegs zu sein. Maximale Geschwindigkeit ist 160 km/h. Aber ihr seht ja, es ist gerade mal 15 Uhr und es ist alles grau in grau. Ja, die perfekte Zeit, um im Zug zu sitzen. Haha. Die Ablagefächer in diesen Doppelstockzügen von Metronom sehen durchaus schön aus, aber sie bieten leider keinen Platz für einen Koffer. Aber es gibt Platz für einen Koffer. Nämlich hier links und außerhalb der ersten Klasse. Hier ist halt nur die Tür zwischen, ne? Unsere Fahrt geht ganz schön schnell vorbei. Nur noch Rothenburg und dann kommt auch schon Bremen. Keine halbe Stunde mehr. Ah, ich habe noch ein Feature gefunden. Der Flugzeugklapptisch. Na, komm raus. Ah, da kommt er. Ein kleiner Tisch. Und wieder dieser Fußabsteller.
den man in vielen Zügen hat. Und ihr seht, ich habe hier richtig gut Platz. Sehr bequem. Da muss der Intercity 2 jetzt aber ordentlich was zeigen. Weil der Metronom, in dem wir jetzt sitzen, hat ganz schön vorgelegt. Ich bin sehr begeistert und fühle mich hier sehr wohl. Ich habe doch noch eine Karte gefunden. Also, ihr geht in euer Ticket rein, dann Fahrtinformationen. So, und da sieht dann auf Karte anzeigen. Und da seht ihr dann, dass der Zug der Meinung ist, wir sind noch in Hamburg, wir sind aber gleich hier in Rothenburg-Wümme. Also, so sehr hilfreich ist die Karte dann doch nicht. Aber hier oben ist noch was. Was macht das? Okay, macht das Gleiche. Also ihr habt nur eine Übersicht, aber keine Live-Karte leider. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich denn das heutige Ticket gebucht habe und was es mich gekostet hat. Ihr seht, ich habe eine super Sparpreis-Fahrkarte gekauft und mit Bahncard 25 Rabatt kostet sie mich 32,24. Also wie gesagt, ich fahre ja von Hamburg über Bremen nach Hannover, damit ich euch Metronom und Intercity 2 zeigen kann. Und ich kann sogar über die Deutsche Bahn den Metronom mitbuchen. Der ist jetzt nämlich mit in meinem Preis drin. Ja, 32 € für 2 coole Züge. Erste Klasse und wirklich erste Klasse, was sehr angenehm ist. Das finde ich fair. Witzigerweise wäre es mit dem ICE direkt von Hamburg nach Hannover noch günstiger gewesen. Aber ich wollte euch ja gerne die Züge zeigen. Huch, es wackelt. Oh. Genießen wir gefühlt unseren Topspeed. Wir kommen nun in Bremen Hauptbahnhof an. Na, wie weit ist denn der Bahnhof noch? Alle Leute stehen schon auf. Kann nicht so weit sein. Jetzt sieht es doch mehr nach einem Bahnhof aus. Hier sind nochmal schöne Regionalexpress-Doppelstockwagen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ach, guck mal, die sehen ja aus wie unsere S-Bahn in Hannover. Die blau-weiß-roten hier. Schön. Obwohl, nee, sind andere Modelle. Aber die Farbe gefällt mir. Aha, auf der rechten Seite ist der Bahnhof. Dann mal raus mit mir. Bremen Hauptbahnhof. Nochmal ein Blick von unten in die erste Klasse. Von der Treppe bin ich gerade gekommen. Und hinaus. Da ist er nochmal, unser Metronom. Das war eine schöne Fahrt. Hat mir sehr gut gefallen. Jetzt muss ich zu Gleis 1. Wahrscheinlich muss ich einmal komplett durch den ganzen Bahnhof durchlaufen. Ach, da ist schon der nächste Metronom, der versteckt sich hier. Dort geht es irgendwo runter. Da sieht man es schon. Gleich muss ich rechts rum zu Gleis 1 bis 8. Das ist ganz schön eng hier. So viele Leute. Jetzt habe ich noch eine halbe Stunde Aufenthalt. Ich werde mal was einkaufen gehen. Ich habe nämlich Durst. Bis gleich. Also ich gehe jetzt mal direkt zu Gleis 1. Vielleicht ist es da ein bisschen ruhiger und womöglich kann ich noch ein paar schöne Züge filmen. Auf geht's. Und so sieht es hier aus. Es ist echt klein hier. Ein langer Weg für viele Leute und ein sehr schmaler Weg.
Da vorne sehen wir schon die 1, wo wir gerne hin möchten. Gehen wir doch mal hoch. Hier, Gleis 1. Sieht aber schön aus hier. Ob das Granit oder Marmor ist. Sehr schick. Ah, unser Intercity wird schon angeschlagen. Wir schauen uns direkt an. Da ist er schon. 16:09 Uhr. Den nehmen wir doch. Wir müssen in Abschnitt D, denn dort ist die erste Klasse. Da, Abschnitt D, wo es so schön gelb ist, finden wir die erste Klasse. Ach, ich bin ja schon in Abschnitt D. Sehr praktisch, dann bleibe ich doch hier gleich mal. Schwenken wir einmal über den kompletten Bahnhof. Tschuh. Sieht toll aus, dieses Bogengebäude. Gefällt mir sehr gut. Ja, wie ihr merkt, hier ist es schön ruhig und hier kann ich ganz entspannt warten. Und frische Luft ist hier natürlich auch, aber überdacht. Da kommt unser Intercity 2. Oh, er ist aber schnell. Wo finden wir die erste Klasse? Da. Perfekt. Letzter Waggon. Super. Hier sehen wir die schöne gelbe 1. Und hinein mit uns. Erste Klasse. Oh, schaut euch das mal an. Fast das ganze Abteil für uns alleine. Cool. Na, hier bleiben wir doch, ne? Wir sehen keine Reservierung. Dann darf ich hier bleiben. Sehr schön. Und so sehen die Sitze im Intercity 2 aus. Schöne Ledersessel. Ganz weich, wunderbar. Hier seht ihr nochmal die Einzelsitze. Jeder hat einen kleinen Tisch. Sehr bequem und sehr komfortabel. Ah, hier kann man das aushalten. Jetzt wollen wir doch mal schauen, ob wir den Sitz verstellen können. Ich habe nämlich einen Hebel gesehen. Ja, jetzt sitze ich ein Stück tiefer. Angenehm. Also hier ist es sehr praktisch. Hier hat man auch gleich eine Steckdose an seinem Sitz. Was haben wir noch? Einen kleinen Mülleimer. Eine Sonnenblende. Die brauchen wir jetzt auch nicht mehr, wird ja schon wieder dunkel. Ich habe am Bahnhof noch eine typische Bremer Spezialität gefunden. Ein Becksbier. Weil im Metronom konnten wir nicht anstoßen, dann machen wir das jetzt. Prosit auf ein schönes Finale der Zugfahrt. Ah, sehr erfrischend. Im Metronom wurden wir ja gar nicht kontrolliert, aber hier kam jetzt gleich 1 Minute nach Fahrtbeginn der Schaffner. Aber ich habe ein gültiges Ticket, von daher alles gut. Ich möchte euch noch kurz eine Info geben, was mir im Bahnhof Bremen aufgefallen ist. Wenn ihr in Bremen bei Surveys zur Toilette geht, dann kostet das 1 Euro und davon werden 50 Cent als Gutschein rausgegeben. Das Gemeine ist, ich war zweimal da, habe 2 Gutscheine bekommen, aber die rechnen nur einen an. Das finde ich ziemlich unfair. Also haltet das im Hinterkopf. Schauen wir uns doch mal ein bisschen um. So schön ist es hier. Da hinten ist noch eine kleine Anzeigetafel. Also hier geht es ja ab. Die haben hier zwar keinen Bistro- oder Restaurantwagen, aber gerade ist eine nette Dame durchgekommen und hat gefragt, ob wir noch was zu essen und zu trinken haben wollen. Top.
Jetzt testen wir das WLAN, ob das Bordportal funktioniert. Na? Ah, das sieht doch gut aus. Sehr schön. Jetzt muss ich wahrscheinlich nochmal Wi-Fi an ICE eingeben. Da. Wi-Fi an ICE. Oh, was ist hier los? Da. Ich glaube, das ist das ICE-Portal. Sieht gut aus. Aha, jetzt haben wir auch alles. Da sehen wir es. Nächster Halt, Pferdenaller, 90 km/h. Und jetzt können wir auch auf die Karte klicken. Schön. Also alles da, was ich mir wünsche. Und hier haben wir auch die Live-Karte. Ich glaube, bestellen können wir nicht. Nein, bestellen können wir nicht. Das Portal bietet nur Entertainment. Schauen wir doch mal, ob wir pünktlich sind. Ja, anscheinend kommen wir super pünktlich um 17:13 Uhr in Hannover an. Ich habe noch ein paar mehr Informationen für euch. Kennt ihr das Portal Bahn.expert? Nein? Dann zeige ich es euch. Das ist Bahn.expert. Da sehen wir nämlich unseren Zug. Und wir können sogar noch ein Datenblatt aufrufen. Da, wir fahren mit einem Intercity 2, das wissen wir ja. Aber jetzt kommt das Datenblatt. Zack. Wir wollen das einfach nur öffnen. Oh. Das Internet ist, glaube ich, nicht ganz so schnell. Naja, wir machen gleich einen Speedtest. Da seht ihr es. Ein Intercity 2 bombardiert Windex. Ganz wichtig mit 2x. Da findet ihr alle technischen Details. Da es gerade so lange geladen hat, machen wir einen Speedtest. Ei. Naja, immerhin mehr als im Metronom. Nicht überragend, aber sollte reichen. Wir fahren gerade mit unserer Höchstgeschwindigkeit 160 km/h. So sieht das von hier oben aus. Ich bleibe jetzt einfach hier oben. Unten sieht es fast genauso aus, aber hier ist der Blick einfach viel schöner. Es ist gerade mal 16 Uhr und es ist schon so dunkel, dass die Fenster spiegeln. Verrückt. Aber wie ihr merkt, der Zug ist ganz leise und ruhig, aber halt auch verhältnismäßig langsam. Ich zeige euch jetzt mal, warum der Intercity 2 Teppich-Regionalexpress genannt wird. Da unten ist Teppich. Haha. Ich habe den Zug ja von Hamburg über Bremen nach Hannover gebucht, aber ich möchte ja gerne in Neustadt bei Hannover aussteigen. Das heißt, ich fahre gar nicht komplett durch bis Hannover. Ich steige einfach in Nienburg aus und dann springe ich in die S-Bahn, weil dann spare ich bestimmt 45 Minuten Zeit, weil ich muss ja erst nach Hannover fahren, was auch nochmal eine halbe Stunde ist und dann nochmal eine halbe Stunde mit der S-Bahn oder mit dem Regionalexpress fahren. Deswegen ist das für mich einfacher. Aber ich genieße hier noch die letzten 20 Minuten. Das ist ein Finale für meinen Ausflug von heute nach Hamburg. Hat Spaß gemacht. Oder sagen wir, macht noch Spaß, weil ist ja noch nicht vorbei, dieser schöne Zugfahrtag. Wann hat man schon mal die Möglichkeit, einen fast komplett freien Erste-Klasse-Waggon zu erwischen? Ja, so sieht es hier aus im Intercity 2. Da ist meine Bremer Spezialität. Ja, es ist schon gut, der Zug, ne? Gefällt mir. Ach, hier sind ja noch die Leselampen. Oh, die sind mit Touch. Touch. Kann man die dimmen? Nee. Einfach nur an, aus. Ich bin gerade im Ruhebereich. Und hier ist ja eigentlich Telefonieren und Sprechen verboten. Oder sagen wir, lautes Sprechen verboten. Aber hier telefoniert eine Dame. Da kann ich natürlich auch mit der Kamera oder mit euch sprechen.
Die Reservierungen sind gar nicht kaputt. Sie funktionieren. Aber es haben so wenig Leute reserviert. Ich hatte nämlich auch keine Sitzplatzreservierung. Da ist von Hannover nach Köthen reserviert. Mittlerweile ist es so, wenn ihr ein Erste-Klasse-Ticket bei der Deutschen Bahn bucht und das nicht im Tarif Flexpreis, dann müsst ihr für die Sitzplatzreservierung extra bezahlen. Ich glaube, das sind mittlerweile 6 oder 7 Euro. Das habe ich mir gespart, weil ich habe geguckt, ob um diese Uhrzeit viel los ist, und ich habe Glück gehabt, es ist nicht viel los. Dieser Intercity 2 Doppeldecker fährt echt ruhig und angenehm. Hört ihr was? Nee, man hört nicht viel, und wir fahren gerade die 160 km/h Höchstgeschwindigkeit. Sehr angenehm. In 10 Minuten ist diese Fahrt schon wieder vorbei, weil die Verbindungen von Nienburg nach Hannover sind einfach super. Und ja, ich springe dann halt in den Regionalexpress. Da gucken wir uns die Einfahrt dann auch noch zum Finale an. Mir ist gerade eingefallen, wir fahren ja gleich Regionalexpress Doppeldecker. Und unser Intercity 2 wird ja Teppich-Regionalexpress genannt. Wir können gleich den Vergleich machen, ob unser Regionalexpress einen Teppich hat oder nicht. Ich bin schon gespannt. Da wird angezeigt, der Regionalexpress, der mich nach Neustadt bringt. Na? Hier ist die erste Klasse unten. Oh. Oh, die ist ja fast komplett leer. Krass. Wir haben Nienburg erreicht. Hinaus mit mir. Hallo Nienburg. Ach, da kommt gerade schon eine S-Bahn an. Gucken wir uns noch mal unseren schönen Zug an. Auch ganz schön lang. Hier ist die Lok. Die Kenner unter euch haben bestimmt das Lokmodell schon von der Seite erkannt. Hier seht ihr noch mal die Nummer. Ach, ich muss nicht mal das gleich wechseln. Ich bleib einfach hier. Wie praktisch. Dann laufe ich jetzt einfach sinnlos rauf und runter. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Ich hätte ja gerne die Ausfahrt von unserem Zug gefilmt, aber der ist einfach zu lang. Da komme ich jetzt nicht so schnell ans Ende. Dort ist schon unser letzter Regionalexpress angezeigt. Und ja, der fährt um 17:03 Uhr. Das ist nicht mehr lange hin, das sind knapp 10 Minuten. Und ihr seht, die erste Klasse ist ganz hinten in Abschnitt D. Da gehe ich jetzt gleich mal hin. Da kommt schon unser Regionalexpress. Oh, na der ist aber schnell unterwegs. Wow. Okay. Ich soll in Abschnitt D einsteigen. Ich stehe hier ganz richtig. Da fährt gerade die erste Klasse an uns vorbei. Na, die nehmen wir doch. Und hinein. Hier seht ihr die erste Klasse im Regionalexpress. Und wie ihr seht, sie hat keinen Teppich. Aber die Sitze sehen schon recht ähnlich aus wie im Intercity 2, nicht wahr? Fast die gleiche Breite, bloß kein Leder. Es wirkt auch alles, ja, sehr ähnlich wie der Intercity 2. Ich glaube, der Mythos wurde hiermit bestätigt, dass der Intercity 2 ein Regionalexpress mit Teppich ist. Aber ich mag den Intercity 2. Er war sehr gemütlich, ruhig und ja, hat Spaß gemacht, damit zu fahren. Ja, wie gesagt, jetzt ist mein Zugfahrtag für heute vorbei. Ich hoffe, euch haben die Eindrücke gefallen und ihr macht meine Zugfahrt nach. Ich hoffe, ich konnte euch beraten und zur Seite stehen. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen.